Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen ESO-Guide-Video. Ich bin's wieder, Nexus hier, zurück bei The Elder Scrolls von A bis Z und wir gucken uns heute einige Informationen an zum Thema: Ist The Elder Scrolls Online bzw. ESO Plus ein Muss? Und ob man die Mitgliedschaft generell benötigt. Man kann ja auch ohne sie spielen. Was sie dir für Vorteile bringt, werden wir uns genauer anschauen. Und ob du diese Vorteile alle auch erreichen kannst, beziehungsweise ähnliche Stadien dieser Vorteile erreichen kannst, ohne ESO Plus. Ja, das heißt also, ich werde dir auch heute Möglichkeiten nennen, wie du es schaffst, ohne ESO Plus klarzukommen, beziehungsweise ob es denn überhaupt ein Muss ist. Darüber werden wir heute auf jeden Fall ausführlich sprechen und ich würde sagen, in diesem Sinne viel Spaß mit dem Video. Du möchtest über Neuigkeiten informiert werden? Dann wäre ich stolz auf dich, wenn du ein Abo da lässt und die Glocke aktivierst, um nichts mehr zu verpassen. Interesse an Vorabzugang auf neue Videos? Dann bleib für weiteres bis zum Ende dran. Ja, und wir springen dann auch einmal direkt ins Spiel und gucken uns das Ganze mal ein bisschen genauer an, denn ihr könnt hier im Kronenshop unter anderem auch wechseln auf ESO Plus und euch da auch nochmal die Übersicht offen halten, was ihr denn alles damit bekommt. Und ihr seht, das ist tatsächlich eine ganze Menge. Anfangen tut das Ganze mit dem Zugriff auf alle DLC-Gebiete. Ja, das heißt also, das ist ziemlich umfangreich an dieser Stelle. Muss man vielleicht wissen, dass das neueste Kapitel einmal im Jahr gibt es bei ESO zwei unterschiedliche Arten von Erweiterungen. Wir haben einmal die Erweiterung, das sogenannte Chapter oder Kapitel. Das erscheint meistens gegen Juni, Juli, also im Sommer, und das muss gekauft werden. Das heißt also, es kostet euch über den Echtgeld-Shop bzw. über die Website oder auch über die Stores in den Konsolen knappe 40 € als Upgrade und ihr kommt dann nicht drum herum. Auch nicht mit ESO Plus. Was in ESO Plus aber inbegriffen ist, sind alle DLCs. DLCs sind kleine Erweiterungen, davon erscheinen jährlich insgesamt 3 Stück. Zumindest aktuell haben wir diesen Rhythmus, dass immer ein DLC erscheint, dann ein Kapitel und dann 2 DLCs. So ist der aktuelle Jahresrhythmus. Das heißt also, es ist eine ganze Menge, was damit mit inbegriffen ist. Man muss an dieser Stelle schon mal wissen, dass das Ganze so aufgebaut ist, dass sobald das neueste Kapitel, also die größere Erweiterung, die ihr euch kaufen müsst, ein Jahr alt wird und die nächste Erweiterung erscheint, das nächste Kapitel, dann wird dieses Kapitel degradiert zu einem DLC. Das heißt also, es wird ein bisschen abgespeckt, es bleibt sozusagen der gleiche Quest-Umfang, der gleiche Gebietsumfang, es bleibt alles das gleiche, aber ihr habt dann sozusagen, wenn das Kapitel ein Jahr alt ist, das ebenfalls mit drin in ESO Plus, falls ihr euch das nicht gekauft haben solltet. Es wurde allerdings in einigen DLCs so gehandhabt, so zum Beispiel in Morrowind, wo ja eine Klasse mit dabei war, ihr könnt euch vielleicht entsinnen, das war in diesem Falle der Hüter, und als das Ganze umgewandelt wurde, also als Morrowind zum DLC degradiert wurde, dort wurde der Hüter getrennt und als Extraklasse im Shop verkauft als Upgrade. Das heißt, der war dann nicht mehr, der Hüter ist also kein DLC und ist nicht unbedingt mit inbegriffen in ESO Plus. Wie das Ganze beim Nekromant passieren wird, das steht noch nicht ganz fest, da müssen wir erstmal schauen, in welche Richtung das Ganze sein wird bzw. gehen wird, aber das bleibt abzuwarten und wird sicherlich doch ganz spannend. Ja, ganz kurz, wie ist das, wenn ihr ESO Plus deaktiviert? Verliert ihr dann die Vorteile oder die Sachen, die ihr euch erspielt habt? Nein, wenn ihr ESO Plus verliert, dann habt ihr sozusagen alle Erfahrungspunkte, alle Ausrüstungsgegenstände, allen Quest-Fortschritt, den ihr euch erspielt habt, den behaltet ihr in dem jeweiligen DLC-Gebiet, aber ihr werdet an die nächste Stelle zurück teleportiert, die sich dann halt eben außerhalb dieses DLCs befindet. Ihr verliert also nichts, wenn euer ESO Plus ausläuft, zumindest ist das so erstmal nicht zu bedenken. Des Weiteren habt ihr auch weiterhin Zugriff auf alle anderen Features, aber zu denen kommen wir jetzt erstmal Stück für Stück. Und zwar gibt es unter anderem auch den sogenannten Handwerksbeutel, den können wir uns mal genauer anschauen, den findet ihr hier. Und der Handwerksbeutel ist sowas wie eine bodenlose Mary Poppins Tasche, in die all eure Handwerksgegenstände reingeschmissen werden. Das heißt also Rohmaterialien, verarbeitete Materialien, Reagenzien, Runen und so weiter und so fort. Ja, das heißt also auch Effektsteine bzw. Stilsteine, das ist alles da drin. Also alles, was mit Handwerks zu tun hat und keine Stile sind oder ähnliches, wird hier drin eingelagert. Es ist also ziemlich viel. Ich kann euch jetzt nicht genau nennen, wie viele Slots das hier bei mir wären, aber ihr seht, wie viel das insgesamt ist. Das werden halt bestimmt locker über 2000 Item-Slots sein, die da drin rumschmoren. Ihr hört also schon raus, das ist eine ganze Menge, aber ich habe hier natürlich auch viele Sachen drin, die ich gar nicht benutze. Ja, das heißt also, ich habe hier viele Materialien im Low-Level-Bereich drin, die kein Schwein braucht, zumindest in den meisten Fällen, und dementsprechend könnte man da durchaus auch eine ganze Menge aufräumen. Das ist definitiv eine Möglichkeit. So, wenn euer ESO Plus ausläuft,
und ihr Sachen in diesem Handwerksbeutel habt, ist es so, dass ihr alle Sachen aus diesem Handwerksbeutel weiterhin benutzen könnt und sie werden dann quasi aber nicht mehr reingelegt und auch neue Sachen werden nicht mehr reingelegt. Das heißt also, ihr könnt Sachen rausnehmen, aber halt während ihr kein ESO Plus habt, keine Sachen reinlegen. So viel also schon mal soweit vorweg. Als nächste Sache, die mit inbegriffen ist, haben wir Kronen. Das Ganze wurde vor einiger Zeit erhöht von 1500 Kronen auf 1650 Kronen. Ist eine bisschen krumme Zahl, aber das würde zum Beispiel bedeuten, dass ihr bei 3 Monaten ESO Plus auf einen Schlag 4950 Kronen bekommt. Und so ist das übrigens auch generell gehandhabt bei den Abo-Stufen, denn ihr könnt ja wählen zwischen 1 Monat, ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt noch 3 Monate? 1 Monat gibt es auf jeden Fall, 6 Monate gibt es auf jeden Fall auch. 1 Jahr gibt es auch. Ich glaube, 3 Monate gibt es auch noch. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es diese Abo-Stufen noch inbegriffen gibt. Auf jeden Fall ist es so, dass ihr ein bisschen Geld spart, ne? Von Stufe 1 bis Stufe 3 wird es immer jeweils um 1 Euro günstiger. Und wenn ihr dann erhöht von 6 Monate ESO Plus auf 12 Monate ESO Plus, dann wird es nur noch um ein paar Cent günstiger. Und ich glaube, ihr zahlt dann statt 10,99 10,27 oder so. Also jetzt nicht die Welt auf jeden Fall. Aber da wird es auch nochmal ein kleines Stückchen günstiger. Und das Ganze ist so, wenn ihr eine bestimmte Anzahl an Monaten kauft, die über einen Monat hinausgeht, bekommt ihr direkt beim Bezahlen die volle Kronenanzahl. Das heißt also, solltet ihr euch beispielsweise ein ganzes Jahr ESO Plus kaufen, dann kriegt ihr 19.500 Kronen oder so. Ja, das heißt also, alle Kronen von diesen 12 Monaten auf einen Schlag werden euch auf euer Konto überwiesen. Ihr habt dann noch mehr Vorteile als nur diese Kronen, denn erstmal die Kronen werdet ihr dann logischerweise natürlich dann eher für Cosmetics und Kronkisten ausgeben, als sie dann in DLCs zu investieren. Ihr könnt euch natürlich allerdings auch ESO Plus holen und dann sozusagen damit die DLCs Stück für Stück freischalten, um irgendwann dann mal auf ESO Plus zu verzichten. Das wäre auch durchaus eine Möglichkeit. Kommen wir als nächstes zu den anderen Sachen, die wir noch mit inbegriffen haben. Und zwar haben wir doppelten Bankplatz und doppelten Housing-Item-Platz. Das können wir uns auch einmal genauer anschauen. Das heißt also, der maximale Bankplatz im Spiel, der liegt bei 480 und mit ESO Plus habt ihr dann auch diese 480. Solltet ihr diese 480 nicht haben, dann wird das Ganze halbiert. Ja, das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel gerade in diesem Moment 240 Bankplätze hast, dann könntest du mit ESO Plus insgesamt 480 erreichen. Das heißt also, der maximale mit Gold freischaltbare Bankplatz, der liegt bei insgesamt 240 und mit ESO Plus hast du dann halt eben das Doppelte. Genauso sieht es auch beim Housingplatz aus. Das können wir uns auch einmal ein bisschen genauer anschauen. Wir sind hier in einem großen Anwesen, was theoretisch mit ESO Plus 700 Plätze zur Verfügung hat. Ihr müsst euch vorstellen, all diese Item-Sachen, die werden jetzt hier erstmal halbiert, wenn ihr kein ESO Plus haben solltet. Ja, das heißt also, bei kleinen Häusern habt ihr dann, die kleinen Zimmer haben statt 30 15 Slots, die etwas größeren Zimmer haben statt 150 Slots, die kleinen Häuser haben statt 200 100 Slots, die mittleren Häuser haben statt 400 200 Slots, die großen Häuser haben statt 600 300 Slots und die Anwesen haben statt 700 350 Slots. So sieht's aus, das heißt also auch dort habt ihr dann quasi ohne ESO Plus nur die Hälfte. Aber es ist auch hier wieder so, wenn ihr einen Monat ESO Plus erwerbt und den dann danach wieder deaktiviert, könnt ihr diesen einen Monat getrost euer Haus vollstopfen bis an den Rand, bis es platzt. Und wenn dann euer ESO Plus ausläuft, dann wird euch das nicht wieder alles ins Inventar gelegt oder wird ins Leere katapultiert. Nein, die Sachen bleiben in eurem Haus, bis ihr sie wieder rausnimmt. Aber es ist dann so, wenn ihr kein ESO Plus mehr habt, beispielsweise, nehmen wir mal an, ich habe ein Haus mit, ich habe ein Anwesen, das hat standardmäßig 350 Slots mit ESO 700 und ich stelle da jetzt 400 Items rein. Meine ESO Plus läuft dann also aus und ich kann keine Items mehr platzieren, da ich ja über den 350 bin. Ich müsste also so lange Items rausnehmen, bis ich unter die 350 komme, also zum Beispiel auf 349 und dann könnte ich erst wieder ein Item platzieren ohne ESO Plus. Das heißt also, die Sachen bleiben da drinne, aber solange ihr dann an diesem Item-Limit seid, was ihr ohne ESO Plus habt, könnt ihr halt auch erstmal nichts Neues platzieren. Soweit, sofort erstmal mit den ganzen Sachen. Des Weiteren habt ihr doppelten Platz in eurem was eure Transmutationssteine angeht. Ganz viele Spieler haben das inzwischen, glaube ich, sogar schon vergessen, dass das der Fall ist, aber ohne ESO Plus habt ihr nur 100 Plätze, was die Transmutationssteine angeht. Mit ESO Plus habt ihr 200. Das ist auch sehr praktisch, denn mit Transmutationssteinen, jeweils immer mit 50 Stück, könnt ihr eine Eigenschaft eines Items ändern. Durchaus ist es also praktisch, die sammeln zu können. Da kann man aber auch getrost sagen, das könnt ihr genauso gut im Inventar sammeln, innerhalb dieser Transmutationsgeoden, die müsst ihr ja nicht entleeren. Ja, das heißt also, das ist eine nette Sache, um schneller mal craften zu können, aber das war es dann an der Stelle auch schon.
Dann gibt es noch weitere Kleinigkeiten, die wir mit ESO Plus mit dazu bekommen. Die finden wir hier. Und zwar haben wir einmal 10% erhöhten Erfahrungs- und Goldgewinn, genauso wie 10% mehr Inspirationsgewinn. Das heißt also, wir bekommen mehr Erfahrung beim Craften, wir bekommen mehr Erfahrung beim Abschließen von Quests und Töten von Gegnern und wir bekommen generell aus allen Ressourcen 10% mehr Gold. Das hört sich jetzt erstmal viel an, ist es aber insgesamt zumindest beim Gold nicht. Die Erfahrungspunkte sind durchaus ganz nett. Beim Gold ist es natürlich so, dass das Ganze nur ausschließlich auf Drops in der offenen öffentlichen Welt und auf Quests bezogen ist. Das heißt also, ihr kriegt nicht bei Händlern 10% mehr Gold, ihr kriegt auch nicht beim Handel zwischen Spielern 10% mehr Gold. Das könnt ihr da schon mal getrost vergessen. Des Weiteren habt ihr 10% verkürzte Analysegeschwindigkeit. Das ist die Zeit, die ihr benötigt, um bestimmte Eigenschaften zu erlernen, was durchaus sehr, sehr wichtig ist, vor allem wenn ihr später mal ins Endgame wollt. Das ist durchaus praktisch, denn es ist später definitiv so, dass ihr da richtig Zeit rein investieren müsst. Ja, das heißt also, ihr habt dann halt eben, ich glaube bei der 9. Analyse sind es dann insgesamt 30 Tage ohne ESO Plus, die ihr für die Analyse eines einzigen Gegenstandes braucht. Und mit ESO Plus habt ihr schon mal direkt 3 Tage gespart. Das ist also schon eine ganze Menge Zeit. Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit, mit ESO Plus Monturen umzufärben. Ja, das heißt also, ihr könnt an einen Monturtisch gehen oder auch an einen Färbetisch, je nachdem, und habt dann hier die Möglichkeit, auf diese zweiten Reiter zu gehen und könnt dann hier entscheiden, ob ihr die Flächen eurer Montur verändern wollt oder auch eurer Hüte, falls ihr da einzelne Sachen habt. Des Weiteren gibt es noch Kleinigkeiten, die jetzt nicht direkt im Angebot hier mit drinstehen bei ESO Plus, aber die sollten wir vielleicht einmal kurz mit ansprechen. Und zwar gibt es öfters Vergünstigungen im Kronenshop für ESO Plus Mitglieder. Wir können einmal ganz kurz gucken, ob wir hier sofort so eine sehen, aber ich befürchte, das wird heute jetzt hier spontan nicht der Fall sein. Ich gucke trotzdem mal ganz kurz für euch. Die erkennt ihr dann einfach daran, wir nehmen jetzt einfach mal an, das ist die hier, aber das kann jetzt gerade aktuell jeder vergünstigt kaufen. Wenn diese Zahl hier gelb eingefärbt ist, ja, das heißt also, wenn diese Zahl hier, die neben der durchgestrichenen steht, gelb ist, dann ist das ein Kronen ESO Plus Angebot und ihr habt quasi als ESO Plus Mitglied die Möglichkeit, die Sachen vergünstigt zu erwerben. So weit, so gut erstmal, was das alles angeht. Des Weiteren fragen mich öfters mal Spieler in meinen Streams oder auch in meinen Videos, hey, was ist das eigentlich für ein Kola-Horodka-Geist, den du da überall rumschweben hast? Oder hey, wie bekommt man denn diesen gestreiften Senche-Leopard bzw. gestreiften Senche-Tiger und wie bekommt man denn die Dwemer-Sphäre? Nun, das sind Treuebelohnungen. Diese wurden im ersten Jahr von The Elder Scrolls Online verteilt, das heißt also im Jahr 2014, 15. Und dort war es so, dass ihr, ich glaube, für 3 Monate den Horodka-Geist, für 6 Monate die Sphäre und für 10 Monate den gestreiften Senche-Tiger, die konntet ihr dort bekommen. Das nannte sich Loyalitätsbelohnungen für Leute, die das Spiel während der Zeit, als das Abo noch Pflicht war. Im ersten Jahr war The Elder Scrolls Online noch sozusagen ein Spiel mit Abo-Modell. Das hat sich dann nach dem ersten Jahr mit dem Update One Tamir geändert. Und diese Treuebelohnungen könnt ihr heutzutage nicht mehr bekommen. Ja? Soweit, so gut, was die was diese Belohnungen diesbezüglich angeht. Jetzt gucken wir uns einmal an, wie kommt ihr denn klar, wenn ihr auf ESO Plus verzichtet? Und was kann man machen oder was sind denn gute Strategien, um diesbezüglich Geld zu sparen? Oder aber wenn ihr zum Beispiel Jäger und Sammler seid und es liebt, Sachen von einem Ort zum anderen zu sortieren, dann kann das natürlich auch eine coole Sache sein. Dementsprechend möchte ich euch da jetzt ein paar Alternativen aufzeigen. Das Wichtigste hierbei sollte natürlich erstmal das Charakter- bzw. Item-Management sein. Der PC hat das hier noch ziemlich einfach, denn es gibt solche Add-ons wie Inventory Insight, wo alle Items auf euren Charakteren eingescannt werden und dann auf einer Datenbank gespeichert werden, die sich auf eurem PC befindet, und dann könnt ihr sozusagen hier im Inventar ein extra Suchefenster öffnen und könnt nachschauen, hey, auf welchem Charakter habe ich denn das Material XYZ? Ja, das heißt also, da wird es euch ein bisschen vereinfacht auf der Konsole, oder auch wenn ihr ohne das Add-on spielen wollt, dann müsstet ihr euch auf jeden Fall die Sachen einprägen. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, sich sogenannte Bankchars zu machen. Ihr könnt ohne Geld auszugeben 9 Charaktere erstellen. Das heißt also, einen Charakter zum Beispiel, den ihr hauptsächlich questet und dann halt, oder mit dem ihr halt den Content spielt, den ihr spielen wollt, und dann könnt ihr euch insgesamt noch 8 weitere Charaktere erstellen. Pro Charakter könnt ihr insgesamt
wir jetzt ziehen mal die 500 Plätze hier ab. Ihr könnt insgesamt pro Charakter 200 Inventarslots haben. Das heißt also 8 mal 200 Inventarslots bzw. Itemslots, die ihr für das Sammeln von Gegenständen, also das heißt also zum Beispiel die Rohmaterialien oder aber halt eben auch die Ausrüstung nutzen könnt. Das ist eine ganze Menge und das wiegt durchaus den Platz auf, den ihr sozusagen durch ESO Plus geboten bekommt. Das heißt also, wenn ihr euch reduziert auf die Items, die ihr wirklich braucht, wenn ihr euch reduziert auf die Sets, die ihr wirklich braucht und immer ordentlich die Sachen zerlegt und dann wieder aufräumt, dann ist das durchaus möglich, sein Inventarmanagement diesbezüglich zu schaffen. Des Weiteren ist es ja auch noch so, dass es in-game die sogenannten Kisten gibt. Die könnt ihr euch übrigens auch erspielen, ohne dafür Kronen auszugeben. Es gibt einmal kleine und einmal große Kisten, die ihr euch einmal für 1000 und 2000 Kronen kaufen könnt. Ihr könnt sie euch aber auch für Telvarsteine im PvP erspielen oder ihr könnt sie euch unter anderem auch für Schriebscheine erspielen. Das heißt also, wenn ihr Meister Handwerksquests macht. Und da haben wir insgesamt nochmal 4x30 Slots und 4x60 Slots, das heißt 360 Slots, die euch da insgesamt ebenfalls zur Verfügung stehen. Das heißt also, auch dort kommt nochmal einiges an Itemplatz mit dazu, das ihr dann für eure Sachen nutzen könnt. Soweit, so gut. Kostüme umfärben, da gibt es erstmal keinen Trick, der an ESO Plus vorbeiführt, aber ihr könntet euch einfach einen Monat lang ESO Plus kaufen für 12,99 und könntet dann einmal alle Kostüme einfärben. Denn sobald ESO Plus ausläuft, bleiben die Kostüme alle so eingefärbt, wie ihr sie einst eingefärbt hattet. Ihr könnt sie nun nicht wieder umfärben, bis ihr wieder ESO Plus kauft. Das heißt also, auch diesen Trick kann man zumindest mit einem zeitweiligen ESO Plus Abo umgehen. Des Weiteren gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Kronen zu kaufen. Und ja, jetzt schlucken vielleicht die einen oder anderen auf. Was? Kronen kaufen? Von was redest du denn da? Meinst du die Sachen über Euros kaufen? Nein, ich rede tatsächlich vom Spielerhandel. Ihr wisst vielleicht, seit einiger Zeit ist es möglich, oder schon seit längerer Zeit ist es möglich, Items zu verschenken. Und ZeniMax hat hier offiziell in diesem Falle die Community Managerin Gina Bruno im englischsprachigen Forum gepostet, dass es von ZeniMax-Seiten erlaubt ist, mit Kronen, die bereits im Spiel sind, zu handeln. Das heißt also, wenn sich hier jemand legitim Kronen gekauft hat, zum Beispiel halt eben über den Kronenshop oder über Steam oder über irgendeinen anderen Shop, der halt legitim ist und dort Kronen erworben hat oder auch gerne über ESO Plus, dann ist es möglich, dass dieser Spieler seine Kronen für Gold verkaufen darf. Und das ist legitim, das wird auch nicht verfolgt, das ist sozusagen gestattet. Und in diesem Sinne ist das auch von oben abgesegnet. Das heißt also, ihr müsst euch dort keine weiteren Gedanken machen. Dementsprechend ist es natürlich so, dass Spieler, die kein Geld in ESO investieren wollen, außer sich vielleicht jährlich die Kapitel zu kaufen, die können sich zum Beispiel die DLCs einfach über Gold kaufen. Ja, das heißt also, da gibt es einen Umwechslungskurs, der ist natürlich nicht offiziell, sondern das sind die aktuellen Preise, die die Spieler untereinander handeln. Das ist auf dem PC aktuell irgendwas zwischen 300 und 400 Kronen, 300 und 400 Gold pro Krone und auf den Konsolen ist das wesentlich günstiger, da sind das meistens 110 bis 150 Gold pro Krone. Das liegt einfach an dem Inflationsmarkt, der ist halt beim PC ein bisschen anders gestaltet und die Nachfrage ist beim PC auch ein bisschen anders gestaltet. Dementsprechend, wie gesagt, ihr könnt das Ganze, ihr könnt also die DLCs auch über Kronen kaufen. Es gibt dort auch dann in diesem Falle, zum Beispiel gibt es den Crown-Selling Discord, wo ihr mal vorbeischauen könnt. Da ist das alles ziemlich professionell gemacht. Da habt ihr dann sozusagen auch die Garantie, dass ihr das Ganze bekommt. Zumindest wird dann dafür gesorgt, dass ihr das Ganze bekommt. Falls das mal irgendwie schief geht, dann tragen die dafür Sorge, dass sich darum gekümmert wird. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, jederzeit sozusagen zu handeln im Spiel mit euren Freunden, Gildenkollegen, mit völlig Unbekannten würde ich das allerdings nicht empfehlen, außer es läuft über so gemanagte, zum Beispiel Discord-Gruppen. Dann ist das Ganze natürlich in Ordnung, aber ich kann euch auch sagen, da wird euch auch sicherlich mal eins ausgewischt werden. Und ihr könnt da natürlich nichts machen, weil Kronenhandel ist, wie gesagt, erlaubt. Das heißt, dafür könnt ihr den Spieler schon mal nicht anprangern. Und wenn ihr ihm zum Beispiel erstes Gold gegeben habt, ohne zu wissen, dass er euch die Kronen gar nicht geben wird, dann ist das halt euer Problem an dieser Stelle. Ja, dementsprechend, da kann dann auch der Support nichts machen und da wird der Support dann auch nichts machen. In diesem Sinne, soweit erstmal bezüglich des Kronenhandels, der ja, wie ihr jetzt wisst, auf jeden Fall erlaubt ist. Falls ihr jetzt noch wissen wollt, ob sich denn die DLCs lohnen eigentlich und welche es da alle so gibt, wie man denn die Kostüme und Pets zum Beispiel einfärbt, beziehungsweise was es für kostenlose Kostüme und Pets für ESO Plus Mitglieder gibt, dann schaut euch doch mal auf meinem Kanal um, denn ich habe demnächst vor, einige interessante Videoreihen rund um diese Themen zu machen. Aktuell sind die vielleicht noch nicht erschienen, aber das wird demnächst dann auf jeden Fall losgehen, falls das Ganze noch nicht draußen sein sollte. In diesem Sinne, ich bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle erstmal für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte schreibt sie in die Kommentare, ganz, ganz wichtig. Habt ihr irgendwie Fragen zum Kronenhandel? Habt ihr irgendwie Fragen zu
irgendwelchen anderen Themen oder aber habt ihr Ideen für andere Videos oder wollt ihr gerne Feedback da lassen, wie gut ihr ohne ESO Plus oder mit auch ESO Plus klarkommt. Was war es für euch für eine Erfahrung, als ESO Plus mal ausgelaufen ist, als ihr das mal einen Monat nicht bezahlen konntet? Schreibt mir all das gerne in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich möchte mich jetzt auf jeden Fall noch bei meinen großen Unterstützern bedanken, und zwar Mike Thompson, Jens Wolle und Hitze89. Dickes Dankeschön für euren Support und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Du musst abonnieren und die Glocke aktivieren. Oh was? Wir sind doch live auf Sendung? Oh Mann, warum sagt mir das denn schon wieder keiner? Du möchtest noch mehr zum Thema erfahren? Gleich oben rechts findest du ein von YouTube für dich vorgeschlagenes Video. Eventuell passt es ja. Vielleicht möchtest du mich aber auch unterstützen, sodass ich unabhängig von YouTube an den Videos arbeiten kann. Dann werde jetzt Mitglied und erhalte dafür exklusive Vorteile. Wie zum Beispiel deinen Namen in meiner Endcard. Oder längeren Vorabzugriff auf neue Videos. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.